Wie wahrscheinlich ist eigentlich in Deutschland eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft und wie kannst du dich davor schützen? Das sind die Themen, die wir uns einmal in diesem Video näher anschauen möchten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich für das Thema Zweitpass, zweite Staatsbürgerschaften interessierst, möglicherweise, um im Notfall auch die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben zu können, um dich vor einer Besteuerung nach Staatsbürgerschaft zu schützen, dann können wir dich natürlich sehr umfassend dabei unterstützen. Wir können dir helfen, fast alle verfügbaren Staatsbürgerschaften per Investment zu bekommen, aber kennen natürlich auch viele Programme, wo du nicht investieren musst, sondern wo du dich einfach nur einbürgern lassen kannst. Mein Kollege Daniel Taborek ist für dieses Thema bei uns im Hause zuständig. Wenn auch du dich dafür interessierst, dann schlage ich dir vor, einmal ein Beratungsgespräch mit ihm zu buchen. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nur nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, die lässt viele Deutsche nicht los, insbesondere dann nicht, wenn sie Vermögen haben. Und ganz ehrlich gesagt, vielen Österreichern geht es genauso. Ich sprach vor kurzem mit einem österreichischen Mandanten, der vor etlichen Jahren sein Unternehmen verkaufte und dann die Gewinne in Gold investiert hat, was natürlich entsprechend nun im Wert sehr stark gestiegen ist. Er ist so besorgt über eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, dass er sich dazu entschieden hat, Österreich zu verlassen und die österreichische Staatsbürgerschaft aufzugeben und dafür eine andere Staatsbürgerschaft anzunehmen. Da geht jemand natürlich schon sehr weit, da ist jemand sehr konsequent. Die meisten würden so weit noch nicht gehen, aber natürlich beschäftigen sie sich damit und sie fragen sich, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass eine solche Besteuerung nach Staatsbürgerschaft tatsächlich kommt. Momentan gibt es ja sehr wenig Länder, die eine solche Besteuerung nach Staatsbürgerschaft haben. Das einzige wirkliche Land, das so etwas hat, das sind die USA. Wenn du also amerikanischer Staatsbürger bist, dann musst du, egal wo du wohnst, eine Steuererklärung in den USA einreichen. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Amerikaner, die im Ausland leben, in den USA keine Steuern bezahlen müssen. Da gibt es großzügige Freibeträge, aber du musst halt immer dein gesamtes Einkommen dann in den USA melden. Nun muss man sagen, dass in den USA die Steuern ja auch im Vergleich zu Deutschland relativ gering sind. Sie sind ungefähr so hoch wie in der Schweiz, kann man sagen. Also würde es jetzt jemandem was ausmachen, in der Schweiz Steuern zu zahlen, egal wo er wohnt? Wahrscheinlich nicht. Ja, deswegen diese amerikanische Besteuerung der Staatsbürgerschaft, die ist natürlich schon lästig, weil sie einen Verwaltungsaufwand für dich bedeutet jedes Jahr, aber effektiv, würde ich sagen, ist die praktische Auswirkung, die finanzielle Auswirkung bei den meisten Amerikanern relativ gering. Aber je wohlhabender man ist natürlich, gerade wenn es um Dinge wie Unternehmensverkauf geht, den man im Ausland durchaus steuerfrei gestalten könnte, da wird es dann natürlich schwierig werden. Und deswegen geben natürlich auch tatsächlich etliche wohlhabende Amerikaner die Staatsbürgerschaft auf und holen sich dann einen solchen Karibikpass, die ja oft schon auch in den Medien besprochen wurden, unter anderem eben auch hier auf unserem Kanal. So könnte sowas auch in Deutschland kommen. Das ist natürlich die entscheidende Frage. Ich hatte schon vielfach erwähnt, dass die Grünen bei der vorletzten Bundestagswahl genau ja das vorgeschlagen haben. Sie haben gesagt, die Reichen wollen deutsche Steuern vermeiden, sie ziehen ins Ausland um und deswegen soll man eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft einführen. Damals ging sie ja dann in eine Regierung mit der SPD und die SPD wollte natürlich diesbezüglich nicht vorpreschen und man hat das Ganze dann nicht eingeführt. Es gibt immer wieder solche Überlegungen, zum Beispiel auch in Frankreich. Erst letztes Jahr ist hier im Parlament ein entsprechender Vorstoß gescheitert. Wenn man sich diesen Gesetzesvorschlag einmal genauer anschaut, dann sieht man im Grunde genommen, dass er stark der erweitert beschränkten Steuerpflicht aus Deutschland gleicht. Und damit bin ich natürlich schon bei einem zentralen Punkt angelangt. Es gibt nämlich tatsächlich in Deutschland schon eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft. Wenn du auswanderst und du warst in den 10 Jahren vor der Auswanderung mindestens 5 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig und du ziehst in ein Niedrigsteuerland um, zum Beispiel nach Monaco, vor allen Dingen in ein Land eben ohne Doppelbesteuerungsabkommen, dann läufst du Gefahr, dass du noch 10 Jahre lang weiter in Deutschland Steuern bezahlen musst. Jedenfalls dann, wenn du noch deutsches Vermögen hast. Und dazu zählt zum Beispiel auch ein Aktienportfolio, in dem sich deutsche Aktien, Mercedes, BMW und so weiter befinden. Das ist de facto eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft. Da bringt es doch überhaupt nichts, nach der Auswanderung jetzt eben die Staatsbürgerschaft abzugeben. Denn diese Besteuerung bezieht sich ja auf den Zeitraum von 10 Jahren vor der Auswanderung. Das heißt, wenn du das vermeiden wolltest, dann müsstest du im Grunde genommen schon 5 Jahre vor der Auswanderung deine deutsche Staatsbürgerschaft abgeben. Du kannst die deutsche Staatsbürgerschaft ja sowieso nicht einfach abgeben. Du musst dafür eine andere Staatsbürgerschaft haben, damit du eben die deutsche Staatsbürgerschaft überhaupt aufgeben kannst. Und dann musst du das auch beantragen, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben darfst. Da kann man nicht einfach so, sage ich jetzt mal, den Pass beim Ministerium in den Briefkasten werfen, ja, oder den Pass zerschneiden oder sowas,
sondern das musst du tatsächlich beantragen und nachweisen, dass du auch eine andere Staatsbürgerschaft bereits erworben hast. Also, das heißt, eine tatsächliche Besteuerung nach Staatsbürgerschaft gibt es in Deutschland schon, muss man sagen. Sie trifft aber eben nur sehr wenige Auswanderer und sie ist grundsätzlich auch dazu gemacht, jene zu treffen, die eben, sage ich jetzt mal, sehr wohlhabend sind und dann in Steueroasen wie Monaco traditionell auswandern oder ausgewandert sind. Mittlerweile trifft sie einen sehr viel größeren Personenkreis, denn man hat die Beträge, ab wann diese Steuer fällig ist, nie angepasst. Das heißt, dort sind immer noch die gleichen Schwellwerte wie in den 60er Jahren drin. Und du kannst dir ja vorstellen, denk an die Inflation, denk daran, was das bedeutet, wenn diese Beträge seit den 60er Jahren nicht angepasst wurden. Ja, das ist also natürlich absolut schändlich, muss man ganz klar sagen. Das heißt also, gerade in Deutschland wäre es natürlich jetzt für die Behörden ein einfaches. Ja, da muss man jetzt kein Grundgesetz ändern oder so. Da reicht im Grunde genommen ein einfacher Beschluss des Parlaments aus, diese erweiterte beschränkte Steuerpflicht zu erweitern, sie auszubauen. Gerade wenn es eben um deutsches Vermögen geht. Das heißt, dass diese zum Beispiel nicht auf 10 Jahre nach dem Wegzug beschränkt wird. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, dass letztlich diese erweiterte beschränkte Steuerpflicht ihre Schlagkraft nur dann entfalten kann, wenn man in einem Land lebt, das kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hat. Denn wenn man in einem entsprechenden Land lebt, dann gibt es dort meistens Regelungen, die dann die erweiterte beschränkte Steuerpflicht aushebeln. Und weil internationales Recht Vorrang hat vor nationalem Recht, kann dann Deutschland dort nicht hineingrätschen, das sage ich jetzt mal, sondern der andere Staat hat dann vielfach ein Besteuerungsrecht. Daher ist ein einfacher Schutz letztlich davor, sich in ein Land mit Doppelbesteuerungsabkommen umzuziehen. Das ist ja eins der Probleme zum Beispiel an Panama, an den Vereinigten Arabischen Emiraten oder eben auch an dem schon angesprochenen Monaco. Apropos Doppelbesteuerungsabkommen, wenn man sich die Doppelbesteuerungsabkommen der Amerikaner anschaut, dann gibt es dort in jedem einzelnen Doppelbesteuerungsabkommen ganz oben die sogenannte Savings Clause. Und die Savings Clause sagt im Grunde genommen, dass egal was das Abkommen sagt, die Amerikaner haben trotzdem das Recht, ihre Staatsbürger dennoch zu besteuern, egal was das Abkommen sagt. Und jetzt siehst du auch schon die Schwierigkeit, was so eine umfassende Besteuerung der Staatsbürgerschaft bedeuten müsste. Es müsste jedes einzelne Doppelbesteuerungsabkommen angepasst werden und dann eben ein solcher Paragraph dort eingefügt werden, was meiner Meinung nach nicht sehr realistisch ist. Vor allen Dingen, weil es ja der Vertragspartner dann dagegen sträuben würde, weil er ja möglicherweise dann nicht mehr so ohne weiteres das Besteuerungsrecht hätte. Zumindest müsste man es dann diskutieren. Das heißt, das wären jetzt also durchaus Hürden. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Ich meine, solche Abkommen werden laufend neu verhandelt. Jedes Jahr im Grunde genommen wird ein Abkommen verhandelt. In Deutschland gibt es über 100. Aber es würde eine lange Zeit dauern, bis das sich tatsächlich in allen Abkommen dann durchgesetzt hätte. Wird das Ganze natürlich EU-weit eingeführt, dann ist natürlich schon ein entsprechender Druck auch da drauf. Das heißt, dann kann man davon ausgehen, dass das Ganze mit mehr Nachdruck betrieben würde. Aber auch das wäre meiner Meinung nach ein mehrjähriges Verfahren, bis es tatsächlich dazu kommen könnte. Tatsächlich sehr viel einfacher wäre es, bestehende Regelungen wie die erweitert beschränkte Steuerpflicht so auszubauen, dass sie zum Beispiel grundsätzlich gelten oder länger gelten. Zwar dann nur, wenn man in ein Niedrigsteuerland ausgewandert ist, aber immerhin wäre das ja für den Staat letztlich schon mal der erste Schritt. Und dann kann bei jedem Abkommen, was dann sowieso neu verhandelt wird, letztlich eine solche Klausel mit eingeführt werden, wie sie auch die Amerikaner in ihren Doppelbesteuerungsabkommen haben. Aus meiner Sicht wird diesbezüglich auf jeden Fall irgendwas kommen, ob jetzt die bestehenden Regelungen verschärft werden oder ob man den ganz großen Wurf versucht, das ist jetzt noch schwer abzusehen. Aber so wie sich die finanzielle Lage des Haushaltes in Deutschland entwickelt, wie prekär die Lage ist, wie viele Wohlhabende das Weite suchen und auswandern, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das die Staaten noch viel länger anschauen werden. Man wird die Wegzugssteuer weiterhin verschärfen. Man wird schauen, dass deutsches Vermögen auf jeden Fall stark besteuert wird. Also das heißt, es wird wahrscheinlich keine steuerfreie Veräußerung von Immobilien in Zukunft mehr geben. Wenigstens dann nicht, wenn man im Ausland wohnt zum Beispiel, nehme ich an. Und eben die bestehenden Regelungen zur Besteuerung der Staatsbürgerschaft werden wahrscheinlich meiner Meinung nach weiter ausgebaut werden, schlicht und ergreifend als Einschüchterungstaktik. Ja, ich meine, auch heute die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, ehrlich gesagt, ist jetzt nicht so eine große Einschüchterung. Ja, aber wenn man das mal wirklich angehen würde als Staat, dann kann man es den Bürgern schon schwer machen. Wir haben das ja erst 2024 gesehen, als dann auch die Wegzugsteuer eingeführt wurde auf ETFs, in die man mehr als 500.000 investiert hat. Die Österreicher sind ja hier schon viel weiter. Sie besteuern beim Wegzug das gesamte private Kapitalvermögen, also auch bei Aktien, nicht nur bei ETFs. Auch das wird in Deutschland meiner Meinung nach dann Hand in Hand gehen. Also grundsätzlich vermute ich, dass so etwas kommen wird.
Ja, aber wie schnell das jetzt kommt und in welchem Umfang das kommt, das halte ich für sehr schwierig, dazu eine Aussage zu machen. Also auf jeden Fall, wie gesagt, das, was die Franzosen dort einführen wollten mit viel Tamtam, was dann überall kommentiert wurde, wie gesagt, das gibt's in Deutschland schon seit den 60er Jahren. Ja, einfach da ein bisschen was umzustricken, das ist jetzt nicht schwierig. Aber das grundsätzlich ganz neu einzuführen und dann auch sehr viel weitergehend einzuführen, das halte ich auf jeden Fall schon für eine größere Herausforderung. Aber wie gesagt, andere sehen das anders wie der Mandant, von dem ich vorhin gesprochen habe, weil sie davon überzeugt sind, dass das System eben schneller letztlich zusammenbricht, als wir das alle vermuten. Und deswegen wollte er schon heute darauf vorbereitet sein, wofür ich auch natürlich vollstes Verständnis habe und wo ich auf keinen Fall sagen will, dass das jetzt Quatsch ist. Ja. So, wie kannst du dich schützen? Also im Wesentlichen über eine Staatsbürgerschaft kannst du dich schützen, die dir dann erlaubt, letztlich die deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben. Wohlgemerkt, ich hatte ja schon gesagt, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, die es übrigens in Österreich nicht gibt, nur in Deutschland, sie bezieht sich auf die Staatsbürgerschaft, die du vor der Auswanderung hattest. Also da bringt es dir jetzt nichts auszuwandern und die Staatsbürgerschaft zu wechseln, ja. Sagen wir mal, diese würde verschärft werden, dann würdest du trotzdem darunter fallen, auch wenn du sofort nach der Auswanderung eine andere Staatsbürgerschaft annimmst. Deswegen, auch wenn du jetzt noch nicht planst auszuwandern oder wenn du gar nicht planst auszuwandern und wenn du erst in 5 Jahren planst auszuwandern, kann es trotzdem Sinn machen, dich jetzt mit dem Thema Staatsbürgerschaft zu befassen, weil möglicherweise musst du dort bestimmte Wartefristen beachten, bis du dann überhaupt nicht mehr unter diese Regelungen fällst. Wobei ich mir das natürlich nur schwer vorstellen kann, ehrlich gesagt, dass jemand in Deutschland lebt. Du müsstest ja dann in Deutschland leben, die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben. Du müsstest dann mit dieser ausländischen in Deutschland leben. Ja, ich halte es persönlich für schwer vorstellbar, ehrlich gesagt. Aber schon mal sich damit zu befassen und das schon mal anzuleiern, auch wenn du die Deutschen noch nicht abgeben willst, und das würde ich dir auch in den meisten Fällen nicht raten, das macht natürlich auf jeden Fall im Vorfeld schon Sinn. So, wenn es jetzt wirklich darum gehen würde, die deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben, dann willst du natürlich eine Staatsbürgerschaft annehmen, die möglichst hochwertig ist. Zwar ist es toll, einen Zweitpass zu haben, im Grunde genommen egal von welchem Land, egal ob das jetzt Sierra Leone, São Tomé und Príncipe ist oder auch einer der Karibikpässe, aber als Ersatz für die deutsche Staatsbürgerschaft wahrscheinlich nicht so ideal. Als Zweitpass super, ganz klar, aber als Ersatz, das muss man schon anschauen. Welche Staatsbürgerschaften kommen in Frage? Naja, innerhalb der EU ist natürlich relativ einfach, eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben. Du kannst einfach mehrere Jahre dort wohnen. Wir haben ja schon über den irischen Pass gesprochen. Dort musst du insgesamt 5 Jahre in Irland wohnen, um diesen zu bekommen. Wobei 4 Jahre lang ist eigentlich eine Vorortpräsenz gar nicht groß notwendig. In anderen Ländern der EU ist es ebenfalls relativ einfach. Bei den Nicht-EU-Staatsbürgerschaften gibt es zum Beispiel Serbien, was relativ einfach sein kann. Innerhalb von 3 Jahren kannst du den Pass bekommen. Auch hier ist eine Anwesenheit jetzt gar nicht wirklich unbedingt notwendig. Zumindest nicht in vielen Fällen. Argentinien kannst du den Pass nach 2 Jahren beantragen. Aber da musst du wirklich permanent vor Ort sein, da kannst du nicht abwesend sein. Panama ist es möglich, wenn du dort 300.000 investierst, über den Qualified Investor Status nach 5 Jahren die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Auch ein ziemlich guter Pass. Wobei als vollwertiger Ersatz für Deutschland, naja, weiß ich auch nicht. So, und dann natürlich die Investmentpässe. Da kannst du nur ein halbes Jahr rechnen, bis du diese hast. Da kannst du dann natürlich auch Aufenthaltstitel in diese Pässe reinkleben, die damit veredeln. Und dann hast du dort auch mehr Bewegungsfreiheit. Das Problem vieler dieser Investmentpässe ist ja, dass du visumsfrei im Grunde genommen in wenig Ländern nur einreisen kannst. Du musst sie also immer mit Visa und mit Aufenthaltstiteln kombinieren. Also, ist das Thema besteuernde Staatsbürgerschaft eine reelle Gefahr? Ich rechne 100%, dass in dieser Hinsicht die bestehenden Regelungen weiter verschärft werden, weiter ausgebaut werden. Ich denke nicht, dass das etwas ist, was schnell geht. Wobei, wie gesagt, das aktuelle Gesetz sicherlich ganz einfach geändert werden kann. In seiner aktuellen Form allerdings natürlich auch nur beschränkt wirksam ist. Auf der anderen Seite sind schon viele Gesetze in Deutschland über Nacht letztlich eingeführt worden. Ich hatte ja vorhin schon die Wegzugsteuer auf ETFs erwähnt. Diese wurde praktisch im November verkündet und ab Januar galt sie dann. Ja. Viele mussten dann noch letztlich November, Dezember Hals über Kopf auswandern, wenn sie eben nicht davon betroffen sein wollten. Und das ist tatsächlich auch passiert. Also es macht Sinn, sich darauf vorbereiten. Es macht Sinn, das in seine Planung mit einzubeziehen. Neben der Staatsbürgerschaft, ich hatte es ja schon gesagt, im Wesentlichen ist deutsches Vermögen davon betroffen momentan. Ist es natürlich vor allen Dingen sinnvoll, sein Vermögen international zu diversifizieren. Denn wenn du nicht in Deutschland wohnst und auch kein deutsches Vermögen mehr hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich kriegen können mit einer besteuerten Staatsbürgerschaft nochmal deutlich geringer. Das gilt dann natürlich auch für die Erbschaft und Schenkungssteuer, nachdem du dann 5 Jahre im Ausland bist. Also, in diesem Sinne, setz dich damit auseinander. Wir können dich gerne beraten. Buch ein Beratungsgespräch mit Daniel. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, zweite Staatsbürgerschaften zu besorgen, ihr Vermögen international zu diversifizieren. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.